Hallo allerseits, euer Motorradtourer grüßt euch. Ich möchte euch jetzt heute dieses Headset vorstellen von der Firma MOM Industries, das ist ein chinesisches Produkt, und wir werden sehen, was dieses Produkt jetzt im Vergleich zu den Wettbewerbern kann. Ich habe dieses Gerät kostenlos von der Sibylle von MOM Industries bekommen zum Testen. Werde aber natürlich wie immer unabhängig berichten. Ihr wisst, ich rede Tacheles und nicht drum rum, wenn es nicht funktioniert. Und ja, also jetzt könnt ihr das einfach mal anschauen. Ich packe es jetzt mal aus und dann sieht man, was denn so das Gerät alles inklusiv hat und wie es denn auch zu anbauen ist. Also ihr seht schon, die Verpackung ist relativ hochwertig. Ich mache das jetzt mal auf, was so alles drin ist. Wir haben drin 2 Geräte für 2 Helme. Wir haben drin den kompletten Anbausatz, da sind Clips dabei oder so ein Tapeband, wie man es am Helm befestigen kann. Es sind Mikrofone dabei und es sind Lautsprecher dabei. Also alles, was man braucht. Also wie gesagt, die Verpackung ist wirklich hochwertig. Ja, laut Hersteller, also ich habe das von der Internetseite, soll das Gerät im freien Gelände bis 1000 Meter funktionieren. Das ist ja ein Intercom-System. Das heißt, da müsste die Verbindung wirklich sehr gut stehen und auch die Verbindungsqualität müsste gut sein. Es wird sicherlich ähnlich sein wie beim Sena. Sena gibt ja auch diese 1000 Meter an. Also wenn wir ehrlich sind, wenn 500 Meter da sind, das kommt dann schon in seine Grenzen. Wenn man weiterfährt, speziell wenn Berge dazwischen sind, habe ich einfach keine Verbindung mehr. Da habe ich dann nur das Krachen oder Rauschen. Das wird man hier sehen, ob es ähnlich ist. Wenn ich das mit der Sozia nutze, ist das sicherlich absolut okay. Zum Zweiten sind 40 mm große Lautsprecher eingebaut. Also High Definition Lautsprecher. Da kommt mit Sicherheit ein ganz toller Musikgenuss raus. Das muss man einfach beim Fahren mal probieren. Ich nutze das bei meinen Headsets so gut wie gar nicht. Da kann ich das ja auch. Das kann, glaube ich, jedes Headset. Aber wie gesagt, ich höre kaum Musik, eher mal auf der Autobahn Radio. Aber ansonsten ist bei mir eher Musik abgeschaltet und ich brauche das eigentlich nicht. Wer es hier hören will, hat es und kann wirklich mal aufdrehen. Hörgenuss sicherlich wie im Konzertsaal. Nichts anderes. Ja. Das dritte wäre die Akkuleistung. Die schreiben Standby 300 Stunden, Dauerbetrieb 20 Stunden. Kann ich nachvollziehen, das wird sicherlich so sein, das sind bei den anderen auch so. Wenn ich das rein im Gegensprech- oder Sprechbetrieb nehme und es ist so, es sind keine weiteren Funktionen dabei. Das heißt, ich lade halt das Ding abends auf und das reicht für den nächsten Tag vollkommen aus. Und so sind die anderen auch. Ich kann mit dem Teil telefonieren, ich kann mit dem Teil Anrufe annehmen, ich kann auflegen, ich kann, wie gesagt, die MP3s hören oder ja, Radio weiß ich nicht, muss man probieren über das Handy. Es hat natürlich alle die Bluetooth-Funktionen drin, die eigentlich notwendig sind und das muss man ausprobieren. Ich denke, dass das technologisch sicherlich auf dem Stand der Technik ist, was man halt so hat. So, jetzt gebe ich das Gerät weiter. Der Frank wird es jetzt in seinen Helmen einbauen und mir dann berichten, wie es beim Fahren war und wie es ist. Und das werde ich dann an euch weitergeben, wenn ich die Rückantwort bekommen habe. So, hallo. Heute habe ich das Headset von Helmet Intercom von Momon. Habe ich heute bekommen. Werde ich heute in meinen Helm mal verbauen. Die Verpackung ist sehr schön verpackt. Hier habe ich 2 Empfänger für 2 Helme, in unserem Fall mit Sozius. Hier drin habe ich die Befestigung für den Helm, dazu das entsprechende Werkzeug und dazu die Kopfteil, also Kopfhörer plus Mikrofon und dazu die Ladekabel. Das ist das Innenleben dazu, das sind für die Ohren und das ist das Mikrofon. Hier dafür ist zum Fixieren, hier fürs Mikrofon und hier für die Lautsprecher. Das heißt, ich baue die jetzt, versuche die mal jetzt in den Helm einzubauen und dann schauen wir, ob es funktioniert.
So, jetzt möchte ich es an meinen Helm verbauen. Es gibt zwei Alternativen. Entweder man steckt es an den Helm mit einer Schraubenverbindung, damit es befestigt ist, oder man kann es auch kleben, außen an den Helm. Kann man auch, nur wenn man mal den Helm wechselt, dann hat man natürlich das verklebt. Also besser ist, man steckt es auf. Gut, ich habe jetzt hier die zwei Schrauben. Die zwei Schrauben drehe ich ein bisschen auf, damit es ein bisschen beweglicher ist. Damit kann ich es auch wieder festmachen. Ich mache es an meinen Helm auf die linke Seite, einfach aus dem Grund, weil ich sie auch bedienen möchte und mit der rechten Hand den Gasgriff habe. Gut, ich stecke das jetzt hier drauf. Das ist relativ einfach. Ich kann es auch so ein bisschen verschieben noch nach hinten. Okay. Steckt schon mal. Jetzt montiere ich es noch ein bisschen fester, damit ich es nicht verliere. Gut. So, jetzt kann ich das Gerät nehmen und stecke das hier direkt auf. Und jetzt habe ich schon mal fertig. Die Klebeglättpads sind drin. Jetzt habe ich hier die zwei Ohrmuscheln und das Mikrofon. Jetzt gehe ich her und habe da zwei unterschiedliche Längen. Die kürzeren mache ich natürlich dahin, wo hier das Steuergerät ist, und das lange mache ich auf die drübere Seite. Natürlich versuche ich jetzt das Kabel im Helm unter der Verkleidung, unter der Schaumstoffverkleidung zu verlegen. So, es ist soweit alles eingebaut. Ich habe zwei Helme montiert. Innen drin haben wir jetzt die Hörmuscheln drin. Dann haben wir das Mikrofon eingebaut. Mikrofon ist jeweils hier, genauso auch hier eingebaut. Funktioniert super vom Einbau her. Und jetzt werden wir es probieren, ob wir es paaren können und ob wir uns damit unterhalten können. Und jetzt die Zusammenfassung. Also der Frank, das habt ihr ja gesehen, hat dieses Headset von MOM in seine beiden Helme eingebaut. Das war relativ einfach und eigentlich selbsterklärend. Die Einbauzeit pro Helm wird so zwischen 10 und 15 Minuten liegen. Und die technischen Gegebenheiten erkläre ich jetzt kurz nochmal in einer Zusammenfassung. Also das erste ist mal die Kopplung der Geräte. Das geht per Intercom relativ einfach. Und die Entfernung, das konnte man nicht testen, weil der Frank mit seiner Frau gefahren ist, die hinten auf dem Sozius sitzt und somit keine Entfernung gegeben war. Aber da muss man jetzt einfach mal den Herstellerangaben vertrauen. Ich denke, das wird schon ein paar Meter funktionieren. Zu den Verbindungen selber komme ich am Ende. Die Klangqualität und auch die Aussteuerung war völlig in Ordnung. Das kann schon mehr, wie man eigentlich braucht, wenn man ehrlich ist. Also bis 100 Kilometer war die Verständigung problemlos möglich. Ab 120 wird es dann etwas zäh mit der Lautstärke im Helm. Das kommt aber natürlich auch immer auf den Helm an, den man trägt. Der eine ist eben innen lauter und der andere ist leiser. Je nachdem kann man das sagen, wird halt das immer das Problem sein, denn wenn man schneller fährt. Dass das Teil natürlich wetterbedingt Wasser und so weiter abhalten soll, ja, da müssen wir mal davon ausgehen, dass es so ist. Das gleiche war die Standby-Zeit, die geben ja 300 Stunden an, beziehungsweise 20 Stunden Dauerbetrieb. Auch das wird sicherlich im Bereich des Möglichen sein. Das braucht man nicht groß anfechten oder dran zweifeln. Ein Schwachpunkt des Geräts ist die Kopplung mit anderen Geräten. Das heißt, wenn man so wie ich oft in Gruppen mit 4, 5 Personen fährt und dann miteinander quatschen möchte unterwegs, ist es so, dass ich nichts gefunden habe, wie man dieses Gerät mit anderen Geräten koppeln kann. Also ich gehe mal davon aus, dass die beiden Geräte funktionieren, aber dass kein weiteres Gerät gekoppelt werden kann. Aber da könnte ich natürlich auch eines Besseren belehrt werden. Aber wie gesagt, ich habe nichts gefunden. Das ist auch der nächste Schwachpunkt. Es gibt keine Bedienungsanleitung in Deutsch. Also man muss da schon sehr kreativ sein, wenn man die Bedienungsanleitung liest. Und auch die Menüführung für die Einstellungen ist nicht ganz einfach zu bedienen. Aber
Das muss man ja auch über den Preis her. Das Gerät ist wirklich sehr günstig und für das ist es absolut okay. Ein vergleichbares Sena-Gerät, das das alles kann, liegt halt im Set so bei zwischen 250 und 300 Euro. Also schon deutlich mehr. Und das muss man eben wissen, für was man das Gerät kauft. Ansonsten mache ich das jetzt so, dass ich den Link auf Amazon unten in der Beschreibung verlinke und einen Link hier im Video. Von der Bedienung her ist zu sagen, dass das Pairing sehr einfach funktioniert und auch sofort verbunden wird. Die Verbindungsweite, habe ich ja vorher schon gesagt, kann man nicht genau sagen. Ich habe das mal nachgeschaut in anderen Videos. Also die Kollegen sagen alle, das funktioniert schon 300-400 Meter auf jeden Fall. Also ich denke, das ist auch das, was die anderen so können. Es hat weiterhin noch ein Radio drin mit Suchlauf, wird außen geschaltet über den Hauptknopf, zweimal drücken ist das Radio ein. Ansonsten hört man bei der Bedienung des Geräts immer die Sprachansagen dieser Tante innen drin. Ja, also das war jetzt mal das meiste. Ansonsten muss man sehen, bei Amazon kostet dieses Gerät gerade 99 Euro. Sonst hat es keine großen Nachteile und es wird einfach für den, der was Günstiges sucht und nur mit seinem Sozius sprechen möchte, ist es wirklich ausreichend. Also, jetzt danke, dass ihr da wart und man sieht sich sicherlich irgendwann mal und immer sitzen bleiben, euer Motorradtour. Bis bald. Tschüss.